Elon Musk, ein gebürtiger Südafrikaner, hat SpaceX erfolgreich an die Börse gebracht. Ein Rekord-IPO, 75 Milliarden Dollar eingeworben. Er ist damit zum ersten Billionär der Geschichte geworden und das als Einwanderer in den USA. Das muss man sich mal vorstellen. Wie auch du als Deutscher, Österreicher oder Schweizer ein Start-up in den USA gründen kannst und das Ganze vor allen Dingen auch möglichst steueroptimiert, das wollen wir uns einmal in diesem Video näher anschauen. Und wer weiß, vielleicht wirst du dann der nächste Billionär werden. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn auch du dich dafür interessierst, in die USA auszuwandern, um vielleicht dort ein Start-up zu gründen, dann lade ich dich herzlich ein zu unserer Seminar- und Erlebnisreise nach Austin, Texas. Ich selbst bin 2008 in die USA ausgewandert. Unser Office ist eben in Austin, Texas und wir organisieren regelmäßig Reisen dorthin. Eine Woche lang beschäftigen wir uns nicht nur sehr intensiv mit amerikanischen Steuern und Recht, zum Beispiel Firmengründung, Visa, Green Cards, Banking, natürlich auch die deutschen steuerlichen Risiken wie die Wegzugsteuer, sondern wir schauen uns auch konkret Immobilien an, lernen das Leben in Austin kennen, zum Beispiel das hervorragende Barbecue und die Musikszene, sodass du einen wirklich guten Eindruck von Texas bekommst. Texas ist ja ein absoluter Tech- und AI-Hub. Dein Geschäftspartner oder Ehepartner oder Lebenspartner kann ohne Aufpreis mitkommen und das Beste ist, die Firmengründung in den USA und die einjährige Betreuung dieser Gesellschaft bekommst du von uns obendrauf komplett gratis. Also, wenn dich das interessiert, wenn auch dich die USA faszinieren und du möglicherweise dort ein Startup gründen möchtest, genauso übrigens wie SpaceX, denn die haben ja auch ihren Sitz in der Nähe von Austin, dann melde dich jetzt an. Details dazu auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Ich würde mich freuen, dich demnächst in Austin, Texas begrüßen zu dürfen. Nur nochmal zurück zum eigentlichen Thema. Der gebürtige Südafrikaner Elon Musk, der über seine Mutter übrigens auch die kanadische Staatsbürgerschaft hat, konnte sein Unternehmen SpaceX, das seinen Sitz in Texas hat, erfolgreich an die Börse bringen. 75 Milliarden Dollar wurden eingeworben, der größte IPO in der Geschichte und eben Elon Musk ist nun der erste Billionär in der Geschichte der Menschheit. Das ist natürlich sehr beachtlich und es ist natürlich auch sehr beachtlich, dass sowas in den USA möglich ist. Elon Musk reiht sich ja in eine illustre Gesellschaft ein von Gründern aus dem Ausland, die in den USA ihr Zuhause gefunden haben und dort extrem erfolgreich sind. Nehmen wir als Beispiel die Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin oder auch den deutschstämmigen Peter Thiel. In den USA ist es möglich, dass man als Einwanderer tatsächlich das ganz große Geld macht und vor allen Dingen natürlich die Tech-Szene ist dafür prädestiniert. Und man kann denken über die USA, was man will. Man kann über Trump denken, was man will. Der Niedergang der USA wurde ja schon oft besungen, nicht erst jetzt, sondern schon seit vielen hundert Jahren, möchte ich fast sagen, schon seit der Entstehung der USA, und sie sind ja dieses Jahr 250 Jahre alt, hat man schon immer den schnellen Untergang dieses ganz außergewöhnlichen Modells für einen Staat herbeibeschwört. Aber bisher ist es nicht passiert und vielleicht kommt es irgendwann tatsächlich so, vielleicht werden die USA tatsächlich untergehen, aber ich würde sagen, es bleibt dir noch genug Zeit, richtig reich zu werden. Also lass dich hier von den Miesepetern nicht verunsichern, sondern leg einfach los. Und dann kannst du wahrscheinlich ziemlich optimistisch sein, dass wenn der Untergang der USA dann wirklich kommt, du hoffentlich schon deine erste Million, Milliarde oder sogar Billionen gemacht hast, wie Elon Musk auch. Bekanntlich ist ja die erste Billion immer die schwierigste. Das heißt, selbstverständlich bleiben die USA auch weiterhin für ausländische Start-up-Gründer attraktiv. Wenn man sich das aber so anschaut, was Elon Musk macht, bei allem Erfolg, dann muss man sich als Unternehmer doch an den Kopf fassen und sich mal eigentlich überlegen, wie macht er das eigentlich steuerlich, der Elon Musk? Und ich will jetzt hier gar nicht über die Modelle reden, wie Milliardäre ihr tägliches Leben und ihren Lifestyle finanzieren. Da gibt es ja zig andere verschiedene YouTube-Videos. Also diese ganze Strategie von Buy, Borrow, Die, ein Unternehmen aufzubauen, dann die Aktien zu beleihen und dann letztlich durch den eigenen Tod ein Reset bei der Erbschaftssteuer beizuführen. Darüber will ich jetzt hier gar nicht sprechen, sondern ich rede eher über Dinge wie zum Beispiel Unternehmensverkauf, aber auch die Erbschaftssteuer. Man muss sich ja fragen, zum Beispiel bei der Erbschaftssteuer, selbst wenn die Freibeträge in den USA unheimlich großzügig sind, Dutzende von Millionen Dollar, dann wird ja doch bei einem so gigantischen Vermögen wie dem von Elon Musk wohl eine ganz gewaltige Erbschaftssteuer anfallen. Wie kann man das konkret zum Beispiel verhindern?
Oder auch wenn ich jetzt ein Unternehmen in den USA verkaufe oder ich bringe vielleicht ein Unternehmen an die Börse und verkaufe dann Aktien dieses Unternehmens, wie kann ich eigentlich das möglichst steueroptimiert machen? Immer unter der Prämisse, dass man Ausländer ist, der in den USA gründet und eben kein US-Bürger. Für US-Bürger gelten dann leicht andere Regeln, wenigstens zum Teil. Genau mit diesen interessanten Fragen wollen wir uns einmal beschäftigen. Warum du überhaupt in die USA gehen sollst, um dort ein Startup zu gründen. Naja, das sollte auf der Hand liegen. Es ist in den USA in der Regel sehr viel einfacher, sehr viel größere Summen an Kapital einzuwerben, zum Beispiel in Form von Venture-Kapital, als das in Europa der Fall ist. Wir haben einen Mandanten zum Beispiel, der ist jetzt nicht Deutscher, sondern interessanterweise Amerikaner, wohnt aber in Großbritannien. Er ist gerade dabei, ein KI-Startup zu gründen und überlegt sich jetzt, ob er das in den USA macht oder im UK. Er hat Angebote aus beiden Ländern, aber die klaffen so stark auseinander, dass es für ihn eigentlich absolut keinen Sinn machen würde, das dann tatsächlich im UK zu machen. Und natürlich hat er sowieso die amerikanische Staatsbürgerschaft und es ist in gewisser Weise noch einfacher für ihn, zu amerikanischen Investoren zu sprechen und natürlich auch zum Beispiel dort wieder hinzuziehen. Aber auch hier natürlich dann die interessante steuerliche Frage. Er ist ja als amerikanischer Staatsbürger ohnehin in den USA steuerpflichtig, lebt aber mit der Familie im UK. Das heißt, hier gibt sich auch für ihn dann eine steuerrechtliche Problematik. Das sind wir jetzt gerade dabei, mit ihm gemeinsam auszufigern. Aber ganz klar natürlich, die Tendenz ist ganz klar USA, denn die Mittel, die man dort bekommt als Gründer, als Unternehmer, sind natürlich unvergleichbar mit dem, was in Europa realisiert werden kann. So, wenn du jetzt Deutscher oder Österreicher bist, Schweizer, die in der Schweiz wohnen, die betrifft das nicht unbedingt, aber wenn du Deutscher oder Österreicher bist, beziehungsweise wenn du in Deutschland oder Österreich wohnst, da ist auf jeden Fall schon mal die allerwichtigste Regel. Und das musst du dir wirklich hundertprozentig aufschreiben und dir sozusagen ins Gedächtnis einbrennen. Ja? Verlasse auf jeden Fall Deutschland beziehungsweise Österreich, bevor das Unternehmen erfolgreich wird, beziehungsweise bevor du durch einen möglichen Investor eine Bewertung erhältst. Denn wenn du in Deutschland oder in Österreich wohnst, ganz egal, wo die Gesellschaft gegründet ist, in Deutschland, Österreich, der Schweiz, USA, und du bekommst eine Bewertung für das Unternehmen und du würdest dann Deutschland oder Österreich verlassen, wird die Wegzugsteuer fällig, selbst wenn das Unternehmen noch keinen einzigen Cent Umsatz gemacht hat. Allein die Tatsache, dass du Aktionär dieses Unternehmens bist und dass diese Aktien seit der Gründung jetzt sehr stark in Wert zugenommen haben, sorgt dafür, dass die Wegzugsteuer ausgelöst wird. Und das wird dann zu einem Riesenproblem für dich. Wenn das Unternehmen bereits gegründet ist, egal wo es gegründet ist, aber es macht nur sehr bescheidene Umsätze oder noch gar keine Umsätze und noch gar keine Gewinne bzw. Verluste. Das heißt, wenn man mit Fug und Recht sagen kann, dass die Unternehmensanteile eigentlich nichts wert sind, solange ist der Umzug unproblematisch. Aber natürlich auch hier, sobald das Unternehmen dann erfolgreich wird, kann man das nicht mehr so sagen. Und eben ganz klar, sobald jemand investiert, oder sobald jemand auch nur Interesse zeigt zu investieren und dir hier konkrete Zahlen vorlegt, dann liegt eine externe Bewertung für das Unternehmen vor. Und dann hast du großer Wahrscheinlichkeit nach schon mögliche Probleme mit der Wegzugsteuer. Also bevor das passiert, verlasse das Land auf jeden Fall. Es ist eigentlich egal, wohin du ziehst. Du musst ja dann nicht in die USA umziehen. Du kannst einfach in die Schweiz umziehen oder von mir aus auch in die Tschechische Republik oder nach Thailand oder nach Dubai. Egal wohin. Einfach nur raus aus dem Land, dass du nicht das Thema Wegzugsteuer hast. Wir haben schon etliche Fälle erlebt, wo die Mandanten das zu spät erkannt haben und dann im Grunde genommen Deutschland bzw. Österreich nicht mehr verlassen konnten. Das ist ja auch der Sinn der Wegzugsteuer. Sie ist der Nachfahre der sogenannten Reichsfluchtsteuer. Die Reichsflucht soll damit verhindert werden. So, aber jetzt nehmen wir einmal an, du hast noch kein Unternehmen gegründet und du würdest gerne ein Unternehmen in den USA etablieren. Was tust du also? Du gründest in der Regel eine Delaware-Gesellschaft, eine Delaware Corporation, also eine Delaware-Aktiengesellschaft. Man kann sagen, dass 100% aller wichtigen Unternehmen in den USA und garantiert 100% aller Unternehmen in die VCs und andere Investoren aus den USA investieren, ihren Sitz in Delaware haben. Hier geht es um den Registersitz. Hier geht es nicht darum, wo die Firma dann tatsächlich ihren Verwaltungssitz hat, wo sie ihre Betriebsstätte hat. Das kann dann eben zum Beispiel in Texas sein oder eben auch in Kalifornien. Wobei eben Kalifornien kann man eigentlich absolut nicht mehr empfehlen. Dort ist die Regierung ja schon fast so schlimm wie die europäischen Regierungen. In der Regel werden deine amerikanischen Investoren dann von dir erwarten, dass du in die USA umziehst. Wobei es
möglicherweise viele Gründe dafür gibt, nicht umzuziehen und du besser irgendwo im steuergünstigen Ausland wohnst, während du das Unternehmen aufbaust. Aber in der Regel erwarten amerikanische Investoren, dass du eben dann in die USA kommst. Hier gibt es verschiedene Visa-Kategorien, die in Frage kommen, zum Beispiel das E2-Visum, aber eben häufiger bei Start-up-Gründern ist es das O1-Visum. Mit diesem O1-Visum kann man dann auch ziemlich einfach auf die Green Card switchen. Das O1-Visum ist das Visum für Personen mit Extraordinary Ability, also für Personen mit besonderen Fähigkeiten und Start-up-Gründer, die ein hohes Investitionsangebot erhalten haben, qualifizieren sich normalerweise für dieses Visum. Dann bist du in den USA, vielleicht sagst du dir, okay, ich werde hier einige Jahre mich in den USA aufhalten, dieses Unternehmen aufbauen. Und genau dieser temporäre Charakter deines Aufenthaltes, den finde ich persönlich auch sehr positiv. Ich würde dir sehr stark empfehlen, sehr gut drüber nachzudenken, ob du wirklich die Green Card haben willst. Wenn du nämlich die Green Card hast, dann fällst du unter die amerikanische Wegzugsteuer. Hast du aber die Green Card nicht, könntest du zum Beispiel vor dem Unternehmensverkauf die USA wieder verlassen, in ein Land umziehen wie Dubai oder auch die Schweiz und dann deine amerikanische Firma komplett steuerfrei verkaufen. Denn wer keine Green Card hat und keine amerikanische Staatsbürgerschaft, der muss die amerikanische Wegzugsteuer nicht bezahlen. Das heißt, strategisch gesehen würde ich dir möglicherweise raten, nicht auf die Green Card zu wechseln, aber vielleicht willst du natürlich langfristig in den USA bleiben, wie es ja auch Elon Musk gemacht hat. Und er hat es ja auch zum reichsten Mann der Welt gebracht. Also so schlimm kann das Thema Steuern in den USA ja dann auch nicht sein. Jetzt nehmen wir mal an, du ziehst dein Startup hoch, es wird erfolgreich, du findest einen Käufer nach einigen Jahren, sagen wir mal zum Beispiel nach 5 Jahren, du bist 5 Jahre lang in den USA, findest dann einen Käufer und kannst dein Startup für $100 Millionen verkaufen. Nur mal als Beispiel jetzt. Nehmen wir an, dass von den 100 Millionen du 50 Millionen bekommen willst und 50 Millionen eben an alle anderen Parteien geht, Investoren etc., die hier bedient werden müssen. So, ich hatte gerade eben schon gesagt, wenn du jetzt nicht mehr in den USA wohnst zum Zeit des Verkaufes und in einem steuerlich attraktiven Land wohnst, sagen wir zum Beispiel mal Dubai, eben Schweiz oder auch einer der vielen Länder, über die wir ja hier oft sprechen, Zypern, Malta, demnächst ja jetzt auch die Türkei, Thailand, Georgien, Philippinen, also alles Länder, wo ausländische Einkünfte steuerfrei sind, dann könntest du diesen Unternehmensverkauf komplett tutti frutti steuerfrei verkaufen. Und dann wäre dieses Video jetzt zu Ende. Aber da wir ja drüber reden, dass du möglicherweise wie Elon Musk dann langfristig in den USA bleiben willst, schauen wir uns natürlich jetzt auch an, wie du eigentlich diese Transaktion dann so strukturieren kannst, dass es auch in den USA relativ steuergünstig ist. In den USA gibt es sogenannten QSBS-Stock, Qualified Small Business Stock, und er erlaubt Gründern, die an Unternehmen beteiligt sind, welche bei Ausgabe der Aktien weniger als $75 Millionen Bilanzsumme hatten, also das wird fast alle Startups betreffen, Aktien dieses Unternehmens bis zum Wert von 10 Millionen US-Dollar pro Gesellschafter steuerfrei zu verkaufen. Also wie gesagt, das impliziert natürlich, dass du in den USA steuerpflichtig bist, denn ansonsten wäre ja diese Steuerbefreiung in den USA sowieso komplett egal. Aber jetzt haben wir ja gerade eben gesagt, du würdest 50 Millionen bekommen aus diesem Verkauf. 10 Millionen, okay, wären jetzt steuerfrei. Was ist aber mit den übrigen 40 Millionen? Nun, die einfache Variante wäre, dass du darauf schlicht und ergreifend dann die Kapitalertragssteuer in den USA bezahlst. Da kann man davon ausgehen, dass das ungefähr 28% sind. Aber jetzt gibt es natürlich auch noch ein paar schöne Tricks. Und mit Tricks meine ich jetzt nichts Illegales, sondern komplett legale Gestaltungsmöglichkeiten. Du kannst nämlich vor dem Exit ein paar Trusts gründen. In unserem Beispiel sagen wir einmal 5. Und an jeden dieser Trusts dann einen Teil deiner Aktien übertragen. Wir sprechen hier von sogenannten Non-Grantor Trusts. Ein Trust ist sowas Ähnliches wie eine Stiftung, aber eigentlich dennoch was ganz anderes. Aber jetzt mal, um es hier vereinfacht zu erklären, es ist so etwas wie eine Stiftung. Allerdings gibt es in den USA dort nicht die in Deutschland bekannte Schenkungssteuerthematik, sondern du kannst im Grunde diese Aktien in einen Trust hineingeben. Und wenn es um die QSBS-Steuererleichterung geht, dann gilt eben jeder Trust als eigenständiger Gesellschafter. Und ich hatte ja vorhin gesagt, die 10 Millionen steuerfrei gelten pro Gesellschafter. Also das heißt, du gründest 5 dieser Non-Grantor Trusts und jeder dieser Trusts macht dann 8 Millionen. Das sind insgesamt zusammen 40 Millionen. 10 Millionen sind sowieso schon bei dir steuerfrei und dann hast du weitere 40 Millionen in solchen Trusts liegen.
Der große Vorteil ist, dass du damit im Grunde genommen das Thema Erbschaftssteuer, zumindest aus USA-Sicht, bereits eliminiert hast. Auch das ist natürlich nur für dich relevant, wenn du wirklich planst, langfristig in den USA zu bleiben. Diese Trusts können dann auch Vermögen halten, Vermögen aufbauen. Sie können dir auch ein Darlehen geben, so eben frei nach dem Motto Buy, Borrow, Die. Und du kannst eben direkt deine Nachlassplanung hier schon integrieren. Und das ist übrigens auch genau der Weg, wie Elon Musk und andere Gründer in der Tech-Szene ihr Vermögen gestalten. Trusts gibt es in verschiedenen Variationen und da gibt es ganz verschiedene Modelle. Ich beschreibe das jetzt nur ganz vereinfacht, aber im Grunde genommen machen alle Gründer das genau so. Das heißt, sie geben eben ihre Aktien an dem Unternehmen in solche Trusts rein und sparen somit nicht nur die Steuer beim Exit, sondern dann eben auch später die Erbschaftssteuer. So, eine sehr wichtige Sache noch, die du unbedingt verstehen musst, die in Deutschland so bekannte Struktur der Holdinggesellschaft, die gibt es in den USA nicht. Also, dass du im Grunde genommen eine operative GmbH hast und diese operative GmbH wird dann von einer UG gehalten und diese UG ist dann deine persönliche Holdinggesellschaft. Die UG verkauft deine Anteile steuerfrei. So kannst du dort steuerfrei Vermögen halten und bilden. Und wenn dann eben die UG ausschüttet, müsstest du dann Steuern bezahlen. Das gibt es in den USA nicht. Und das hat den Grund, dass in den USA persönliche Holdinggesellschaften steuerlich nicht sehr attraktiv sind. Sie müssen sogar dann auf nicht ausgeschüttete Gewinne eine Strafsteuer bezahlen. Deswegen hat niemand in den USA eine solche Struktur. Zumindest nicht eben diese persönlichen Holdinggesellschaften. Natürlich gibt es große Holdinggesellschaften, wie zum Beispiel Berkshire Hathaway, aber das ist ja eine an der Börse gelistete Gesellschaft mit Abertausenden von Aktionären. Die werden steuerlich anders behandelt als jetzt so eine kleine persönliche Familienholding, möchte ich es jetzt mal nennen. Also das gibt es in den USA nicht. Stiftungen in dem Sinne gibt es auch nicht. Es gibt zwar Trusts, das ist so etwas Ähnliches wie eine Stiftung, kann man sagen. Am besten lässt sich das mit der Treuhandstiftung vergleichen, die wir ja auch in Deutschland kennen, also die sogenannte nicht selbstständige Stiftung. Aber eben, das würde jetzt zu weit gehen. Das müsste man dann eben mal in einem Beratungsgespräch sich genau anschauen. Du siehst also, mit einer solchen Struktur im Ausland wirst du sehr erfolgreich und sehr steueroptimiert einen Exit hinbekommen. Die einfachste Variante natürlich ganz klar ist, wenn du beim Exit nicht mehr in einem Land wohnst, das solche Veräußerungserlöse besteuert, dass du dann zum Beispiel nicht mehr in den USA leben würdest. Und übrigens, wenn du nur ein Visum hast in den USA und keine Green Card, könntest du einfach sogar sagen, du verlässt mal eben die USA für ein Jahr für einen solchen Exit und kommst dann wieder mit dem Visum in die USA zurück und könntest dann, wenn du wolltest, eine Green Card beantragen oder eben ansonsten das Visum verlängern. Das ist einer der vielen Gründe, zum Beispiel, warum auch ich keine Green Card habe, sondern einfach ein Visum, was alle 5 Jahre verlängert wird. Für mich persönlich war das besser und hat eben mehr Flexibilität erlaubt. Oder aber, wenn du in den USA lebst, dann musst du mit den Instrumentarien umgehen, die da verfügbar sind, um das Ganze steuerlich optimiert zu gestalten. Wie du sicherlich erahnen kannst, bei der großen Anzahl von Milliardären in den USA kann die Steuerbelastung dort nicht so schlimm sein. Grundsätzlich kann man sagen, dass in den steuergünstigen Staaten in den USA, zum Beispiel Florida oder Texas, das Steuerniveau mit dem der Schweiz zu vergleichen ist. Also niedriger als in Deutschland, aber natürlich sicherlich keine Null-Steueroase, wie man das ja von attraktiven Standorten wie zum Beispiel Dubai kennt. Wenn du dein Leben in den USA planst, vielleicht sogar mit Familie dort umziehst und dort langfristig bleiben willst, dann musst du eben Tools wie den Qualified Small Business Stock dann verwenden und die damit verbundenen steuerlichen Vergünstigungen und zum Beispiel Truststrukturen. Und dann wirst du in der Regel dort mit einer, sage ich mal, akzeptablen steuerlichen Belastung dann hinkommen. Aber nochmal ganz wichtig, abschließend möchte ich sagen, als jemand, der aus Deutschland oder Österreich wegzieht, sind vor allen Dingen die steuerlichen Herausforderungen in diesen beiden Ländern inklusive die Wegzugsteuer nicht zu unterschätzen. Auch die Erbschaftssteuer und die Schenkungssteuer hat noch Nachwirkungen. Wenn du in die USA umziehst, dann bist du aus deutscher Sicht noch 10 Jahre unbeschränkt Erbschafts- und Schenkungssteuerpflichtig in Deutschland. Und jetzt bin ich wieder bei dem Thema Trust von vorhin. Wenn du die vorhin angesprochenen Trusts etablierst und in diese Vermögen hineingibst, dann stellst du natürlich dann aus deutscher Sicht die Frage, ist das vielleicht schenkungssteuerpflichtig, wie wir es ja auch kennen, wenn du zum Beispiel Vermögen in eine Stiftung übergibst. Wenn natürlich die Aktien zu diesem Zeitpunkt noch nichts wert sind, dann kannst du die ruhig übertragen in die Trusts. Und das wiederum zeigt dir natürlich, dass du das Ganze möglichst früh etablieren musst. Vielleicht schon bevor du überhaupt den ersten Investor hast. Ich meine, ich weiß, das klingt komplett verrückt, aber wenn du an deinen Erfolg glaubst und ich glaube an deinen Erfolg, dann darfst du nicht vergessen,
nichts ist so sicher wie die Steuer und der Tod. Also in diesem Sinne, wenn auch du vorhast, in die USA zu ziehen, um dort ein Startup zu gründen und vielleicht der nächste Billionär zu werden nach Elon Musk, dann würde ich mich freuen, dich auf unserer Seminar- und Erlebnisreise in Texas begrüßen zu dürfen. Und natürlich anderweitig kannst du jederzeit ein Beratungsgespräch buchen. Wie gesagt, ich bin 2008 in die USA ausgewandert. Unser Office ist in Austin, Texas. Wir helfen seitdem Mandanten dabei, in die USA umzuziehen, dort Unternehmen zu gründen, und wir helfen natürlich auch bei der Verwaltung und Betreuung dieser Unternehmen. Jetzt ist eine hervorragende Zeit, in die USA umzuziehen, gerade wenn du im KI-Bereich und im Tech-Bereich tätig bist. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg bei deinem Vorhaben, und ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.